Hallo, herzlich willkommen. Ich grüße euch. Wir haben was vergessen. Weißt du, was wir vergessen haben? Nee. Doch, jeder YouTuber hat doch irgendwie im Hintergrund immer so ein ganz fancy Licht. Ich hab da was. Kannst du noch erinnern? Hier welche Farbe? Blau, grün, rot? Oh, ich finde das doch nicht ganz schön. Ist das so im Bild? Ja. Kann man das sehen? So, perfekt. Kann man sehen, ne? Perfekt, ja. Perfekt, super. So, jetzt haben wir unser fancy YouTube-Licht. Was ich euch heute zeige, ist ein anderes Licht, und zwar LighTowerTorch. Wir haben bei uns im Shop 3 Bundles. So, wo war ich jetzt? Ja. Wir haben bei uns im Shop 3 Bundles, die ich euch vorstellen möchte. Und zwar sind das diese 3 Bundles. Das erste der 3 Sets ist das Videokonferenz-Bundle, was ich euch vorstellen werde. Steht da schon im Namen drin. Wir kennen das alle mit Corona. Sehr viele Leute haben Homeoffice. Und die Problematik ist die, dass man halt eben im Homeoffice mit Videocalls zu tun hat und die Kameras in den Laptops und in den Rechnern halt eben relativ, wenn man jetzt ein bisschen höflich sein möchte, um das auszudrücken, die brauchen einfach viel Licht. Wenn man viel Licht hat, sieht man auch einigermaßen gut aus und hat nicht überall diese ganzen Striche drin und diese krisselige Auflösung, diese Körnung da drin und so weiter und diese ganzen Artefakte und Farbverfälschung und so weiter. Und da haben wir jetzt hier dieses Videokonferenzset und das setzt sich jetzt zusammen aus diesen Komponenten, die auf dem Tisch liegen. Ganz als erstes gesagt eben noch kurz der Hinweis für die Leute, die jetzt hier gerade zugeschaltet haben und die LighTowerTorch gar nicht kennen. Das ist eigentlich das Kernelement, das ist diese LED-Leuchte, die sehr hell ist. Und jemand, der also diese Leuchte noch gar nicht kennt, da haben wir auf jeden Fall hier auch eine Playlist, die unten unter diesem Video verlinkt wird. Die Leute können sich dann nochmal die LighTowerTorch angucken, wo die LighTowerTorch separat für sich allein vorgestellt wird. Wir haben in diesem Set die LighTowerTorch. Dann haben wir hier einmal eine Metallplatte, die auf der Rückseite mit einem Klebestreifen versehen ist, beziehungsweise wenn man den abmacht, dann klebt die. Das heißt, ist ja magnetisch. Man kann die LighTowerTorch überall da befestigen, wo auch Metall ist magnetisch hinten. Und hier zum Beispiel ein Button, um auf Holz oder ähnliche Materialien, Kunststoff, die LighTowerTorch befestigen zu können. Dann haben wir hier, ganz interessant, wie ihr seht, noch ganz jungfräulich, nicht benutzt worden, hier so einen Saugnapf, der verstellt werden kann. Dazu komme ich dann später nochmal und zeige euch ein Anwendungsbeispiel. Dann haben wir hier einmal 2 Aufsätze, 2 Diffusorenaufsätze, ein Stativ, ein kleines Mini-Stativ, ein Tischstativ und dann haben wir auch noch logischerweise das Ladekabel. Das interessiert uns jetzt mal gerade gar nicht, aber auch das ist im Lieferumfang enthalten. Die LighTowerTorch ist ja eigentlich eine LED-Leuchte, die extrem viel Licht erzeugt und selbst auf der schwächsten Stufe, wenn ich die mal eben hier anmache, ihr seht das vielleicht jetzt gerade bei der Aufnahme, ich habe schon viel Scheinwerfer hier auf mich gerichtet, aber man sieht auch, das kann ganz gut das ausfressen, also die Bereiche sind einfach dann überbelichtet. Je höher ich das dann mache, kann ich schon gar nicht mehr reingucken, desto mehr ist im Prinzip keine Zeichnung mehr im Gesicht. Das ist natürlich für so eine Videokonferenz jetzt nicht unbedingt ganz toll. Deswegen haben wir hier diese 2 Diffusoren. Es gibt diesen einen weißen Diffusoraufsatz, der es dann ermöglicht, dass ich jetzt zum Beispiel auch in Richtung Leuchte gucken kann, was ich ohne Aufsatz gar nicht machen kann. Und wie man sehen kann, wenn ich es mal kurz davor halte, das ist vorher und das ist dann eben hinterher. Das ist also eine gleichmäßige Ausleuchtung, ist praktisch wie eine Softbox. Und was ich persönlich sehr klasse finde, ist, das ist dieser kolorierte, warm eingefärbte Diffusoraufsatz, den wir hier haben, der speziell auch dann für Hauttöne abgestimmt ist, dann sieht das nicht ganz so kalkweiß aus. Der Saugnapf, ziemlich klasse, den man natürlich auch jetzt nicht nur für die Funktion verwenden kann, wie ich es jetzt erklären werde. Der hält also auf allen glatten Oberflächen, Spiegel, Fensterscheiben und so weiter. Ganz einfache Technik. Wir haben hier einen kleinen Hebel für den Saugnapf, der wird einfach nach hinten weggeklickt und dann kommt diese Gummimatte nach vorne. Mal ganz kurz zu zeigen, wenn ich den jetzt hier ranziehe, dann wird auch die Manschette rangezogen. Das heißt, in dem Augenblick, wo eine glatte Oberfläche ist, entsteht hier ein Vakuum und dadurch hält das Ganze dann auch. So, wird einfach hier oben angesetzt. Ich mache das mittig. Hier bei meinem Notebook ist also die Kamera auch in der Mitte auf der anderen Seite. Dann lege ich den Hebel um. Mal kurz eben zum Zeigen. Hier einfach diesen Hebel umlegen, andrücken und fertig. Hier kommt die LighTowerTorch drauf. Ihr habt ein Gelenk, was ihr verstellen könnt, was ihr arretieren könnt und logischerweise oben dann hier noch den Stativteller, den Aufnahmeteller, den man sogar noch schwenken kann. Um das Ganze zu lösen, muss man einfach hier unten dann erstmal den Hebel wieder umlegen. Falls das noch sich ansaugen sollte, hat man hier so einen Gumminippel, den kann man einfach anziehen. In dem Augenblick kommt dann Luft hier drunter und dann lässt sich das Ganze einfach wieder locker und flockig entfernen. Ich habe das Licht jetzt hier fast ausgemacht. Ich habe die LighTowerTorch jetzt hier am Laptop befestigt.
Ich habe mal kurz die Hand davor. Ihr seht also den Unterschied. Gesicht wird ganz gut ausgeleuchtet. Du kannst jetzt ruhig mal unten runterfilmen. Hier zeigen eben die Befestigung am Laptop. Das Gelenk ist jetzt hier dran, der Saugnapf. Ich habe also alles arretiert. Wenn ich das löse, kann ich also hier den Lichtwinkel noch anders einstellen. Das ist interessant, je nachdem, wie nah ich am Laptop sitze, muss ich ja auch hingehen und hier den Winkel verstellen. Und je weiter ich mit dem Laptop nach hinten gehe, mit dem Display, da muss ich natürlich dementsprechend die Lampe auch wieder nach vorne holen. Nach dem Call kann ich einfach hier den Laptop zuklappen, die Leitertorch dann einfach ausmachen, den Laptop einfach irgendwo anders mit hinnehmen oder wieder aufbauen. Und wenn ich beim nächsten Call wieder ein bisschen Licht brauche, dementsprechend einfach hier wieder einschalten. Was macht ihr jetzt, wenn ihr keine Möglichkeit habt, diesen Saugnapf irgendwo am Rechner zu befestigen? Vielleicht, weil ihr keinen Laptop habt oder ihr habt einen Laptop, der ist irgendwie Kunststoff verschabbelt oder einen anderen Bildschirm von einem anderen Rechner irgendwie, wo halt eben keine großen Flächen hinten drauf sind, weil das alles so komisch perforiert ist mit Lüftungsschlitzen und so weiter. Dafür gibt es dann dieses tolle Stativ, was hier im Bundle mit bei ist, was für sich allein auch schon als Produkt übrigens im Shop erhältlich ist. Ein richtig geiles Tischstativ ist, finde ich, und hat auch eine Auszugshöhe. Wenn man hier einfach so zieht, wenn die Beine zusammen sind, kann man das hier auf diese Höhe ausziehen. Da ist ein Kugelkopf drauf, der hat sogar eine 90-Grad-Ausfräsung für Querformat. Also alles dran, was man so braucht. Das für sich dann einfach hier auf den Tisch gestellt, neben den Rechner. Und da kommt dann oben drauf die Leitertorch. Und dann kann man sich halt eben einfach von der Seite ein schönes Seitenlicht geben. Das ist jetzt also das Set, ich total unterbelichtet, also im Wortsinne jetzt hier, mit der Leuchte. Es ist weiter kein Licht da, außer vorne ein Strahler natürlich auch. Mache jetzt mal die Leitertorch einfach an, sitze am Laptop hier, möchte meinen Videocall halten, bin jetzt richtig gut ausgeleuchtet und kann mit dem Kugelkopf natürlich hier auch noch den Winkel einstellen. Also kann das einfach alles verändern, wie ich das möchte. Das ist dann praktisch die Alternativversion für die Leute, die aus irgendwelchen Gründen den Saugnapf nicht benutzen können oder die den Saugnapf vielleicht verliehen haben oder für andere Sachen schon installiert haben und gar nicht wissen, wo der ist, weil dieses Teil kann man natürlich auch noch für andere Sachen missbrauchen sozusagen. Und dann nimmt man einfach hier diese kleine Tischstativ-Variante. Wem das jetzt alles ein bisschen zu gelb war, der hat natürlich die Möglichkeit, hier einfach dann den weißen Diffuser drauf zu machen, damit er also dann auch ganz normales Tageslicht dann damit simulieren kann. Das war's von hier aus, von meiner Seite aus. Bleibt gesund, bleibt uns treu. Wir sehen uns. Bis demnächst. Diese drei Bundles. Hast du die schon aufgemacht? So.